Guten Morgen, Leute. Es ist Montagmorgen und ich stehe hier an dem Naturpark der Mainweg in den Niederlanden, knapp über die Grenze bei Rotenbach. Und ich gehe heute eine Wanderung machen von um die 14 Kilometer hier. Und dann werden wir mal schauen. Ne? Okay, ab geht's. Für die Tiere, ne, dass sie nicht drüber laufen. Sieht ja aus wie eine Waldautobahn, ne? Die Sonne scheint, aber es ist kalt. Noch ist es kalt. (14 Grad). Hier de Menge Holz. Ik zie ook veel berken. Und jetzt sind wir auf einem Feld. Ne? Und die Sonne ist lecker. Richtig warm. Herrlich. Da fliegen Vögel, weil man sie sehen kann in die Kamera. Schließt sich nicht. Jetzt schon. Gehen wir mal den Turm hoch, ne? Ein Aussichtspunkt. Geht das mit den Bäumen?
Kann man rumschauen, aber es sind viele Bäume hier. Also, aber es geht schon. Auch hier sind umgestürzte Bäume. Aber man kommt gut herum. Und bisher habe ich schon Matsch gesehen, aber da sind wir nicht reingegangen. Also da habe ich immer Glück gehabt. Und hier auch, die Brombeeren sind noch nicht so weit. Sla bij de volgende splitsing linksaf. Sla daarna rechtsaf. Ich muss nach links, das ist hier, und dann wieder nach rechts. Hier ist die alte Bahntrasse. Das ist in der Nähe von Vlodrop Station, so heißt das hier. Also Vlodrop Bahnhof. Und andere Seite geht sie weiter. Man würde sie, man Loop over 15 meter links aan de pad. Man möchte sie mal wieder öffnen. Das war schon in den 90er, glaube ich, aber da ist nie etwas geworden. Ja, nach meiner vorherigen Wanderung weiß ich, dass ich Komoot gut im Auge behalten muss. Ne? Da war auch wieder so eine Situation, da hatte ich ein Telefon dabei, so wo ich hin musste. Denn die Anweisungen von Komoot, die waren einfach scheiße. Aber jetzt bin ich ja gewarnt. Ne? Wir versuchen das heute mal nicht zu verlaufen. Das ist hier ein bisschen nass, aber auch stelleweise ein bisschen matschig, aber ich komme gut herum hier. Also das geht. Habe jetzt die alte Bahntrasse gesehen. Die geht von Roermond nach Deutschland. Sollte wieder eröffnet werden, aber es ist einfach, Deutschland möchte es, Niederlande möchte es nicht. Es ist einfach scheiße. Die haben die mal saniert vor Jahren. Und da haben die das ganze Geld im Sand gesteckt. Ne? Ich weiß nicht, ob wir es in die Kamera erkennen können, aber es gibt sehr viele Mücken über das Wasser. Sehr viele. Auch hier wieder Tausende, aber Tausende von Mücken.
Und wieder weiter Kilometer schrubben. Ich denke, dass wir schon um die 4-5 Kilometer gelaufen sind, wenn ich gut gezählt habe, aber wir diesen Weg hinter uns haben hier, diesen Pfad. Wird auch wieder Matsch, aber da kommt man gut herum. Kein Thema. Eine richtige Waldautobahn hier. Kann man richtig Gas geben, ne? Ein Naturschwimmbad, muss auch sein. Ne? Ich denke eine alte Wiese, die nicht mehr benutzt wird. Ga daarna rechtdoor. Ich muss immer geradeaus, sagt er. Dann machen wir das doch. Immer an die Sonne nach, ne? Die ist ja im Vordergrund. Und diese Bank, wo ich drauf saß, ist ein Gedenken an, das ist die Bank von Tom. Eine liebevolle Erinnerung an Hans van der Riet. Ich weiß nicht, wie der Sound war, aber naja, ich werde es nochmal wiederholen. Also, ich bin hier, ich bin vergessen meine Trinkbüchse aufzufüllen, die ist leer. Und jetzt muss ich es ohne Trinken machen, aber es ist ja keine Weltstrecke, ne? Es ist 14 Kilometer, wir haben schon ungefähr 1/3 gelaufen, es ist nicht so warm. Also das werden wir schon schaffen. Da schätzt noch ungefähr 9 Kilometer, sind wir wieder zurück beim Auto. Okay, eine kleine Pause und wir gehen wieder weiter. Hier haben sie wieder eine Barrikade gemacht für das Wild. Ne? Frösche. Einiges bewegt hier im Wasser. Da sehe ich auch etwas bewegen. Aber ich sehe es nicht. In diesem Wasser lebt etwas. Und hier, das ist ein verdammt schöner Baum, ne?
Schau dir das Teil mal an. Ich werde mal versuchen herauszufinden, was das für ein Baum ist. Und da steht noch so ein schönes Teil. Mehrere von denen. Das sind richtige schöne Bäume. Hier ist Matsch. Wo kann ich besser laufen? Der Seite. Das sind ja Bäume, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob das schon der Park von St. Ludwig ist. Das Kloster, das sie abgerissen haben, ne? Diese Verbrecher. Würde man schon denken, wenn man die Landschaft hier sieht. Ich habe da noch Fotos von aus den, ich denke in den 90er, dass ich die gemacht habe. Muss ich mal suchen. Hier gibt es eine kleine Steigung. Und wir laufen noch immer Richtung Deutschland. Und da steht ein toter Baum. Der Baum ist auch so gut wie tot, glaube ich, da vorne. Ich weiß nicht, die Kamera das sieht, dass es hier den Berg hoch geht. Aber ich merke es schon. Ein sanfter Hügel. Geht so leicht bergauf. Und sieht es ja auch an der Seite, ne? So viel höher als wo ich laufe. Und wir laufen wieder Richtung nächste Birkenübergang. Und dieser ist trocken. Komplett trocken. Kein Wasser, keine Tiere. Ich hoffe, dass bei der vorherigen auf meinem Computer sehen kann, ob da Frösche oder so rein waren. Ich denke schon, dass das Frösche waren, aber ich sah sie nicht. Bei Bearbeitung kann ich sie wahrscheinlich sehen.
Und hier geht es den Hang ab, ne? Steil nach unten. Und da vorne geht es wieder nach oben. Und wahrscheinlich muss ich da hoch. Und an der Seite liegt sehr viel Brennholz. Jede Menge. Ah, man darf nicht drauf gehen. Die können ja umfallen, ne? Ja, es ist doch schon schön hügelig, ne Leute. Ein bisschen pusten, weil das war richtig. Das ging dann mal richtig den Berg hoch. Na, Hügel hoch. Jetzt ist das wieder ein bisschen flach. Ein bisschen. Und das läuft nicht noch immer gut. Das Wetter ist gut, die Temperatur steigt. Die beginnen schon zu schwitzen, also läuft super. Ich glaube, da steht ein Kreuz in der Gegend. Da steht auch ein Gebäude. Ging wieder der Berg runter und es geht wieder ein bisschen den Hügel rauf. Eine Kirche, da könnte ich Wasser bekommen. Sla bij de volgende splitsing rechtsaf. Sla daarna linksaf. Sla nu rechtsaf. Sla daarna linksaf. Sla nu linksaf. Moment bitte. Das Tor ist verschlossen. Okay. Von der anderen Seite wahrscheinlich. Denke ich. Denke ich. Sla nu rechtsaf. Sla daarna linksaf. Wauw. Matsch. Sla bij de volgende splitsing rechtsaf. Sla daarna linksaf. Da kommt man rein. Ich glaube schon. Sla nu rechtsaf. Sla daarna linksaf. Nein, die Tore ist auch zu. Die Tore sind gerade zu. Ein Kriegsgrab von Gemene Best, Commonwealth Wargrave. Alles zu. Unglaublich.
rein hier nicht. Ich bin rein. Und dann wägen sie alle. Alle getötet durch die kasarische Mafia umsonst. Ja, der Zweite Weltkrieg ist nie beendet. Deutschland hat nur ein Waffenstillstand unterschrieben. Mehr nicht. Und all diese Leute sind umsonst gestorben. Das ist einfach zum Kotzen. Das kann man kaum noch lesen. Ist auch sind alles Namen wahrscheinlich. Kann man auch nicht mehr lesen. Sollte mal was dran machen, ne? Hier 3 hintereinander. 45. Und 45 gestorben, das ist ja noch ein Kind. Auch Jakobus. Wenn ich das dann sehe, platzt mich den Kragen. Weil ich kenne die wirkliche Geschichte. Und nicht die Geschichte, die in den Geschichtsbüchern steht. Und die ist komplett gelogen. Die Arschgeier. All diese Leute. Da ist noch ein Heckeschere. All diese Leute sind umsonst gestorben. Zum Kotzen. Fighter pilot RNF born at Beverwijk, Norway. Killing in action 4th of November 44. Pro Patria. Also das war ein Gefechtspilot und der ist in Aktion ist er gestorben am 4. November 1944. Mein lieber Junge, wenn du mal wüsstest, was ich weiß, du würdest dich jetzt nur im Grab umdrehen. Wo kommt man dann hier? Was ist das denn hier? Ein Bach? Ja. Da steht ein Bach. Ein Bach. Und da geht der Pfad weiter. Ich sehe schon. Oh mein Gott. Muss mir eben ein Bild machen hier, ne? Es geht hier durch den Bach hin. Aber andererseits geht der Pfad weiter. Ein Kolvert. Ein Aquadukt. Und wir laufen wieder weiter. Cheeks and rose
Hier war das alte Kloster St. Ludwig. Hier war es. Okay Leute, das waren sehr freundliche Leute da beim vorherigen Kloster St. Ludwig und ich habe meinen Wasservorrat aufgefüllt. Ich habe Wasser bekommen da, weil ich war ja vergessen meinen Behälter zu füllen. Immer vergisst man wieder etwas. Und jetzt laufe ich wieder den Hügel hoch. Bin schon wieder ein bisschen am Pusten, aber das macht nichts, das ist gut für die Kondition. Ne? Nach über 25 Jahren, dass ich das nicht mehr konnte. Dann wann war ich im Krankenhaus, im Barbara Krankenhaus in 91, glaube ich. Mit meinen Knien. Ne? Konnten die ja nichts machen, diese Verbrecher. Ja, und dann geht man den Hang ab, ne? Und wir gehen nach oben. Das geht ja richtig hoch hier. Und dann geht es wieder runter. Und hier ist das ausgespült. Und wenn es hoch geht, muss man auch wieder runter. Ne? Und da kann man ja auf dem Autopilot. Wie bitte? Bin ich wieder falsch gelaufen? Hä? Was? Leck mich am Arsch. Keer nu om. Was ist das dann wieder? Habe ich mal eben nicht auf Komoot geschaut. Die musste ich irgendwo nach rechts und der hat sich nicht gemeldet. Wo ist das dann? Wo soll ich nach rechts? Der hat sich nicht gemeldet, dass ich nach rechts soll. Jetzt muss ich den Berg wieder hoch. Sla over 15 meter scherp rechtsaf op wandelpad. Een scheiß Komoot. Sla nu linksaf. Heilige Scheiße. Okay.
bisschen tief nach, Leute. Das ist matschig hier und das ist schmal, aber ich komme entlang. Ja, hab's geschafft. Also das ist ein schöner Teich mit Wasser, ne, auf die Straße. Das ist unglaublich. Da kann ich mir ungefähr drin baden, ne. Und ich muss mal wieder auf den Komoot schauen, weil der muss man kontinuierlich im Auge behalten. Weil er hat mich auch nicht gewarnt vorher, dass ich rechts abbiegen müsste. Ich weiß, dass ich links muss, nach einem halben Kilometer. Aber ich glaube, es kommt wieder ein großen Teich mit Wasser. Nein, doch nicht. Nein. Das kann ja nicht sein. Es geht ja der Hang. Okay. Da geht es 10% den Hang ab. Na, 10%, das ist ja gar nichts, ne? Das ist ein Klacks. Und Holz, ne? Holz. Hier ist eine schlechte Straße. Und hier ist eine Brücke. Volg deze weg 110 meter. Und das wird die Brücke sein unter die Bahntrasse. Ich werde das mal ausvergrößern auf dem Computer, was da steht. Und dann immer die Graffitis. Ne? Sind hier Menschen doch Schweine? Ga naar rechtdoor. Ga nu recht door op Hooibaan. Hier ist wieder die alte Bahntrasse. Der Seite geht sie auch weiter. Wir überqueren sie wieder. Sla nu linksaf. Links, das ist entlang die Bahntrasse. Volg deze weg 180 meter. Nichts zu sehen. Was ist hier? Ich sehe nichts. Wahrscheinlich haben die hier mal archäologische Aufgrabungen gemacht. Aber ist gar nichts mehr zu sehen, also ich gehe wieder zurück. War auch verdammt schwer zu finden, um hier reinzukommen. Ne? Und man sieht eine Gedenktafel oder etwas, ne? Aber gar nichts. Das ist ja ein Pfad, das ist ja kein Weg, ne? Das ist ein Pfad. Ich konnte es kaum finden, das Pfad hier rein. Wenn man hier rein muss, dann, ich wusste gar nicht, wo ich hier rein soll.
siehst das gar nicht. Ne? Es ist absolut nicht zu sehen. Und da ist die Bahntrasse wieder und wir laufen wieder zurück. War leider nichts zu sehen. So Leute, ich bin hier in der Schauhütte und ja, nehme mal eine Pause und habe mal etwas getrunken. Und noch von vorhin auf dem Friedhof, wenn ihr nicht wisst, wer der kasarische Mafia ist, oder was es ist, informiert euch mal Leute. Und ich habe meine Hausaufgabe gemacht, ich weiß was das ist, ich weiß was die wollen und was die machen. Ich habe meine Koffer zu Hause im Wohnzimmer stehen. Die stehen griffbereit. Und mein Auto ist immer halb voll betankt, sodass ich sehr schnell verschwinden kann. Denn ich halte ein gutes Auge auf diese Höllenbrüder, die die Menschheit ausrotten wollen. Aber wir sind mit einer Wanderung dabei, ne? Aber das nur mal zwischendurch. Für die Leute, die noch immer eine rosa-rote Brille aufhaben oder immer noch den Kopf im Sand stecken haben. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich weiß, womit ich es zu tun habe. Ich halte meine Augen offen und meine Ohren steif. Und jetzt sind es nur noch wenige Kilometer von dieser Hütte aus bis zum Auto. Und da werde ich euch widersprechen. Und es ist herrliches Wetter und eine sehr schöne Route. Und ich habe die Brücke gesehen, die Bahntrassenbrücke. Ich denke, dass ich noch mal zurückkomme und mal versuche, über die Bahntrasse zu laufen, um mal oben auf die Brücke zu kommen. Das wäre mal ein Ding, ne? Ja, ich denke, dass ich das mache. Das ist für mich ja kein Problem, ich bin ja souverän. Ich habe mit den Gesetzen von den ganzen Firmen, die sich Staaten nennen, ja nichts am Hut. Ich bin ein freier Mensch und ich kann das ohne weiteres machen. Also bis am Auto. Neu angepflanzt, Leute. Neue Bäume. Mit Stöcken gestützt. Da liegt noch ein alter Baum. Schönes Brennholz, ne? Darf man nur nicht ran. So Leute, ich bin wieder zurück. 14 Kilometer gelaufen. Zum ersten Mal nach meiner Behandlung in Belgien, ne? Nicht im Krankenhaus. Und es geht gut, muss ich sagen. Vor 5, 6 Wochen wäre das noch nicht möglich gewesen, so eine Wanderung zu machen. Also mit 57 fängt man noch mal ein neues Leben an. Ne? Also Leute, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Haben Sie Anregungen, schreiben Sie in die Kommentare. Und dann schauen Sie auch mal auf meine Patreon-Seite, da steht auch schon ein Video. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao.